Als König erwarb Anton von Sachsen am 22. Juni 1830 das Schloss Wesenstein von Johann Jakob von Uckermann. Er erfüllte sich mit dem Kauf des Schlosses einen sehnlichen Wunsch, doch blieben ihm nur 6 Jahre, um seinen Besitz zu genießen. Später ging Wesenstein an den Prinzen Maximilian über, der es 1838 an seinen Sohn Johann von Sachsen vererbte. Für Prinz Johann von Sachsen, der nach dem Tod seines älteren Bruders als König von Sachsen das Land regierte, war Wesenstein Zeit seines Lebens Refugium und privater Rückzugsort. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. 4 Adelsfamilien prägten die Geschichte des Schlosses Wesenstein. Nach dem Erwerb durch König Anton von Sachsen 1830 gelangte das Schloss an die Wettiner und verblieb dort bis 1917. Gern möchte ich euch Spannendes über diesen Zeitabschnitt erzählen. König Johann von Sachsen wurde am 12. Dezember 1801 in Dresden geboren. Seine Mutter war Caroline, geborene Prinzess von Parma, eine Enkelin Maria Theresias, welche er schon im 3. Lebensjahr verlor. Sein Vater, Prinz Maximilian von Sachsen, nahm sich der Erziehung seiner 7 Kinder mit großer Liebe und Gewissenhaftigkeit an und gab selbst den ersten Unterricht im Lesen, Rechnen und Schreiben sowie in der Religion. Über das Treppenhaus gelangt man in das Salettchen, einen kleinen Saal, der königlichen Familie als Empfangs- und später als Speisesaal diente. An der Decke erinnern 2 Allegorien an die beiden Werke im Leben König Johanns. Justitia als Verkörperung der Gerechtigkeit, denn Johann studierte Jura und arbeitete am bürgerlichen Gesetzbuch mit und war Staatsmann. Und Poetica als Darstellung der Dichtkunst. Johann schrieb Gedichte, reiste mehrfach nach Italien und übersetzte die Göttliche Komödie ins Deutsche. Der festliche Raum bildete bereits im Barock das Entree zur Wohnetage des Unterschlosses. Nachdem Johann König von Sachsen geworden war, ließ er den Saal neu gestalten. Karl Gottlieb Rolle, ein enger Mitarbeiter Gottfried Sembers, schuf neben den beiden Deckengemälden die gesamte Ausmalung im Neorenaissance-Stil. Vom Salettchen erschließt die kurze Galerie die parkseitigen Räume des Unterschlosses. Von hier aus leerten die Diener die hinter den Holztüren verborgenen Toilettenstühle oder beheizten die Öfen, die sogenannten Hinterlader. 5 Hundegemälde blieben von der historischen Ausstattung erhalten, sodass der Gang auch Hundekorridor genannt wird. Die beiden Prinzenzimmer liegen ebenfalls an der kurzen Galerie. Sie dienten im 19. Jahrhundert als Wohn- und Schlafzimmer für die durchlauchtigsten Kinder. 1959 tauschte man die verblichene, grau gemusterte Tapete gegen die französische Panoramatapete Die Kämpfe der Griechen aus. Die wertvolle gedruckte Bildtapete stammt aus einem Schloss in der Oberlausitz. Am sehr förmlichen Dresdner Hof riefen sich die Kinder mit Kosenamen. Johann war schlicht Hansi und sein Bruder und Vorgänger auf dem Thron Friedrich August war einfach Fritz. Der Name Hansi begleitete den Prinzen lange Zeit und im vertrauten Gespräch oder privatem Briefwechsel fast sein ganzes Leben. Noch als älterer Mann und König grüßte er als Hansi seine Jugendfreunde. In der Beschreibung seines Vaters, Prinz Maximilian von Sachsen, markiert er 2 Ideale, die dem eigenen Leben Sinn und Richtung geben sollten: Gelehrsamkeit und Berufstätigkeit. Die Panoramatapeten wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich produziert. Bei dieser luxuriösen Mode brachte man Landschaften mit 6 bis 33 Papiertapetenbahnen in einem Raum an, sodass ein umlaufendes Bild entstand.
Über den französischen Gesandten am Dresdner Hof erhielt Prinz Johann die Anfrage für die griechische Krone. Trotz des verlockenden Angebots lehnte er ab. Zum einen sah er sich der Aufgabe und der ungewissen Zukunft nicht gewachsen, zum anderen wollte er Vater und Bruder in wichtigen Regierungsgeschäften nicht allein lassen. In einem Brief an seinen Freund Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen bedauerte er den Verzicht. Er schloss den Brief mit den Worten Johann, Ex-König von Griechenland. König von Griechenland wurde anschließend Otto von Bayern. Griechenland stand seit dem Mittelalter unter türkischer Vorherrschaft. Anfang des 19. Jahrhunderts begannen sich die Griechen ihrer eigenen Geschichte zu erinnern und in einer Nationalbewegung zu formieren. Am 6. März 1821 begann der griechische Freiheitskampf. Viele Europäer unterstützten die Griechen. Jedoch erst das Eingreifen Englands, Russlands und Frankreichs brachte die entscheidende Wende. Die volle Souveränität erhielt Griechenland 1830 durch die europäischen Großmächte mit der Festlegung, dass ein christlicher Fürst über das Land herrschen sollte. Wie die kurze Galerie diente auch die lange Galerie als Wirtschaftsgang zum Beheizen der Öfen und Säubern der Toilettenstühle in den angrenzenden Zimmern. Ehemals hingen hier 33 Pferdebilder, sodass der Flur auch Pferdekorridor genannt wurde. 1985 musste dieser Schlossflügel für den Besucherverkehr gesperrt werden, weil das Gebäude vom Hang zu rutschen drohte. Mit großem Aufwand verankerte man es in dem Felsen und erneuerte den Dachstuhl und die Fußböden. Die hier hängenden Porträts zeigen die wettinischen Besitzer des Schlosses von König Anton bis Prinz Johann Georg von Sachsen. Ab seinem 9. Lebensjahr, beginnend mit der Schreibausbildung, wurde Johann von Hauslehrern unterrichtet. Er ist bereits ein Jahr früher an der Leipziger Universität eingeschrieben worden. Er hat sie später nie absolviert. Was als Kind von Johann an Lernstoff zu bewältigen war, ist beachtlich. Zu Religion, Mathematik, Schreiben, Geographie, Geschichte, Zeichnen, Musik kamen nach wenigen Jahren die Gebiete Kriegswissenschaft, Unterricht in Poesie und Kunst hinzu. An Sprachen erlernte er zunächst Französisch, Latein und Polnisch, denn der sächsische König war damals Großherzog von Warschau, später noch Italienisch wegen der familiären Verbindungen. Die Sprachen waren seine besondere Leidenschaft. Das in der Ausbildung nicht enthaltene Griechisch begann er mit 25 Jahren in seiner Freizeit zu erlernen. Bald gehörte es zu seinen Vergnügungen, die griechischen Klassiker im Original zu lesen. Es gab allerdings ein Gebiet, auf dem er gänzlich lernunfähig war. Zeit seines Lebens rissen die Klagen über seine schwer lesbare Handschrift nicht ab. Das eigenwillige, enge Schriftbild und seine vielen Abkürzungen stürzten so manchen in Schwierigkeiten beim Lesen seiner Briefe. Das österreichische Zimmer erhielt seine Bezeichnung nach den hier ehemals vorhandenen Porträtgemälden, die die Mitglieder des österreichischen Kaiserhauses darstellten. Mit den Habsburgern verbanden die Wettiner seit August dem Starken zahlreiche verwandtschaftliche und politische Interessen. Wenn die Familie Prinz Johanns in Wesenstein weilte, erhielten hier die Kinder Unterricht, darunter die späteren sächsischen Könige Albert und Georg. Ihr Erzieher war der geheime Hofrat Friedrich Albert von Langen. Trotz des großen Bettes im Schlafzimmer mit der Vogeltapete gehörten laut einem Inventar von 1891 noch ein Chaiselong, 2 Armlehnstühle, 2 Polsterstühle, ein Tisch mit chinesischer Malerei, 2 kleine Kommoden und ein kleiner schwarzer Säulentisch zur Ausstattung des Raumes.
In der Zeit König Johanns wechselte die Möbeleinrichtung nach Bedarf. So wurden für die Aufenthalte der königlichen Familie neben anderen Möbeln vor allem die Betten aus Dresden bzw. Pillnitz mitgebracht und anschließend wieder mitgenommen. Die wertvolle Wandverkleidung, eine handgemalte Tapete mit chinesischen Motiven auf Papier aus dem 18. Jahrhundert, entsprach dem Zeitgeschmack und den Vorstellungen von einer exotischen Welt. Auch die teilweise freigelegten Wandmalereien zeigen Chinoiserien, chinesische Bauwerke und Alltagsszenen. Mit seiner Gemahlin Amalia Augusta von Bayern verlebte Johann als Prinz und auch noch als König in Wesenstein ruhige Stunden des privaten Glücks, aber auch höchsten Leides. 1847 verstarb hier erst 16-jährig Sohn Prinz Ernst. Da seine Ehefrau nicht nur eine Zwillingsschwester Elisabeths von Bayern war, der Gemahlin des preußischen Königs Friedrich Wilhelm, sondern über ihre Schwester Sophie auch die Tante Kaiser Franz Josefs von Österreich, empfing Johann in Wesenstein oft hochrangige Gäste. Auch als Johann 1854 nach dem Tod seines Bruders König von Sachsen geworden war, hielt er sich oft im Oktober in Wesenstein auf. Johann ließ das Unterschloss behutsam renovieren und Gästewohnungen einrichten. Das Vorderschloss bekam einen Pferdestall und die Hofküche wurde an den heutigen Platz im Brauhof verlegt. Bereits seit 1834 konnte Schloss Wesenstein, wenn die königliche Familie nicht in Wesenstein weilte, von Touristen besichtigt werden. 2 erhaltene Fremdenbücher belegen den Besuch von zahlreichen in- und ausländischen Reisenden. Der Schlossverwalter und seine Frau führten die Gäste gegen Entrichtung eines Obolus durch die Schlossräume des Unterschlosses und des Brauhofbereiches mit der Schlossküche. Das sich anschließende Prinzess-Georg-Zimmer erinnert an seine einstige Bewohnerin, die nach ihrem Gemahl, Prinz Georg, benannte portugiesische Königstochter Maria Anna. Maria Anna war eine Tochter von Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg-Saalfeld und der Königin Maria II. Von Portugal. Friedrich August Georg aus dem Haus der albertinischen Wettiner war von 1902 bis 1904 König von Sachsen. Georg wurde als 3. Sohn von Prinz Johann von Sachsen und Prinzessin Amalia von Bayern geboren. 1873, nach dem Tod seines Vaters und der Thronbesteigung seines Bruders, rückte er an erster Stelle der Thronfolge. Am 19. Juni 1902 folgte Georg im Alter von beinahe 70 Jahren seinem verstorbenen Bruder Albert auf den Thron Sachsens. Die Ausgestaltung des Raumes mit einem weißen, von einer Vase bekrönten Ofen geht teilweise auf die Familie von Uckermann zurück. Diese ließ vermutlich auch die blaue Papiertapete als Ersatz für eine ehemalige Seidenbespannung anbringen. Vergoldete Tapetenleisten sowie in Blau und Weiß gehaltene Supraportenmalereien über den Türen und in der Ofennische erinnern an die ehemalige Raumgestaltung. So schilderte der Minister und spätere Biograf des Königs Prinz Johann von Sachsen jene Nacht im August 1854, als die Nachricht vom Unfalltod des regierenden Bruders Wesenstein erreichte. Mitten in der Nacht um 3 Uhr kam ich in Wesenstein an. Der helle Mondschein, die Stille der Nacht und die Trauer im Herzen. Die Sorge, wie die Botschaft dem Prinzen beizubringen sei und welchen Eindruck dieselbe auf ihn und seine Gemahlin machen werde. Dazu das lange Warten am Tore, um so zu ungewohnter Stunde Einlass zu bekommen. Alles dies hatte mich in solche Aufregung gebracht, dass ich in der Tat nicht zu sagen vermochte, wie die Nachricht rübergebracht und wie sie aufgenommen wurde. Johann kam als Prinz nach Wesenstein und kehrte als König nach Dresden zurück.
Der neue König stürzte sich mit gewaltigem Elan in die so zeitraubenden Verfassungs-, Verwaltungs- und Gesetzgebungssachen. Johann wusste um seine Stärken, die er eine gewisse Geschäftsroutine nannte, und setzte sie ein. All die Jahre vergingen kaum 2 Wochen ohne Reisen durch das Land. Als zum Beispiel eine moderne Strafprozessordnung in Sachsen eingeführt wurde, besichtigte er persönlich alle Gerichtsämter und Bezirksgerichte ohne Ausnahme. Johann wurde ein echter Landesvater. Zeitgenossen bemerkten, dass ihn nicht nur eine Werkstatt oder Fabrik und deren Produkte interessierten, er zeigte, dass ihm das Wohl der beschäftigten Arbeiter am Herzen lag. Er unterließ es daher nicht, über die Dauer der Arbeitszeit, die Haltung der Sonntagsruhe, die Art und Weise der Belohnung der Arbeiter, die Verwendung der Kinder bei der Arbeit über die vorhandenen Krankenkassen genaue Erkundigungen einzuziehen. Mit dem als Wohnzimmer König Johanns bezeichneten Raum beginnt der persönliche Wohnbereich Johanns von Sachsen und seiner Gemahlin Amalia Augusta. Der König ließ sein Arbeitszimmer um 1860 mit einer roten Velourtapete, Gardinenstangen und einem weißen Berliner Kaminofen ausstatten. Zur Einrichtung gehörten außerdem ein Arbeitstisch, Bildnisse von Familienmitgliedern, eine Dante-Büste und ein Dante-Medaillon. Während seiner Aufenthalte arbeitete Johann vermutlich hier auch an seiner Übersetzung der Göttlichen Komödie. Für die Herausgabe wählte er das Pseudonym Philaletes. Dies stammt aus dem Griechischen und bedeutet Freund der Wahrheit, um keine Vorurteile aufgrund seiner fürstlichen Herkunft zu genießen. Als Johann nach 19 Regierungsjahren stirbt, trauert Sachsen um einen Menschen und König. Er hinterlässt eines der blühendsten Länder Deutschlands. Das Land mit der größten Bevölkerungsdichte, einer Einwohnerzahl, die sich einmalig in Deutschland innerhalb von 3 Jahrzehnten um 60% erhöht hatte. Als erster deutscher Mittelstaat hatte Sachsen die Gewerbefreiheit eingeführt und ein leistungsfähiges Gewerbeschulwesen entwickelt. Die liberale Wirtschaftspolitik führte zu vielen Betriebsgründungen in kleinen und mittleren Städten. Seit der Mitte der 30er Jahre war die Industrialisierung in Sachsen wie in keinem anderen deutschen Lande vorangeschritten. So besaß Sachsen das dichteste Eisenbahnnetz in Deutschland und ein ausgebildetes Straßennetz. Als letzter sächsischer Regent erhielt er einen Beinamen: Johann der Wahrhaftige. Die den chinesischen Salon prägende, aus 30 Papierbahnen bestehende Bildfolge mit chinesischen Motiven entstand in der Blütezeit der Panoramatapeten um 1820. Vermutlich ließ Johann Jakob von Uckermann die Tapete nach den Befreiungskriegen anbringen, nachdem einquartierte Truppen die Schlosseinrichtung beschädigt hatten. Dargestellt sind Szenen aus dem chinesischen Alltag, eine Tempelprozession, eine Bootsfahrt auf einem Fluss und der Teehandel. Der Name der Manufaktur, in der die Sepia-Tapete handgedruckt entstand, ist unbekannt. Als Vorbilder dienten Illustrationen eines Gesandtschaftsberichtes von Wilhelm Alexander, der die englische Gesandtschaft an den chinesischen Kaiserhof 1792 begleitet hatte. Die Wettiner nutzten den Saal als zentrales Wohn- und Gesellschaftszimmer, in dem man sich zum Spiel und zum Musizieren zusammenfand. Ein Inventar nennt eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten und Einrichtungsgegenständen, die sich zum großen Teil erhalten haben. Es ist bekannt, dass das albertinische Fürstenhaus seit dem 18. Jahrhundert in 2 Schlössern residierte. Im Winter war man im alten Dresdner Stadtschloss. Sobald sich jedoch wärmere Temperaturen ankündigten, zog man mit hiesigem Tross aufs Land, nach Pillnitz und Wesenstein. Im Jahre 1838 war Prinz Johann durch Erbschaft in den Besitz des Rittergutes Wesenstein gelangt.
Die Wirtschaftlichkeit des Gutes spielte damals eine große Rolle, da es um das Vermögen nicht gut bestellt war. Die Erträge von Wesenstein trugen wesentlich dazu bei, diese Schulden abzutragen. Häufig ritt Johann nur in Begleitung seines Adjutanten zu einem kurzen Besuch nach Wesenstein, um seine Felder und Stallungen und andere wirtschaftliche Einrichtungen zu besichtigen. Als Rittergutsbesitzer standen ihm bäuerliche Abgaben zu. Außer der Landwirtschaft sorgten Ziegeleien, Kalksteinbrüche, der Forst, Mühlen und Gasthöfe sowie die Schlossbrauerei, die seit 1831 verpachtet war, für Einkünfte. Aber es war vor allem das Schloss, dessen reizvolle landschaftliche Lage die Johann in zunehmendem Maße Wesenstein zu seinem bevorzugten Aufenthaltsort werden ließ. Ungestört höfischer Etikette und gesellschaftlicher Verpflichtung konnte er seinen Neigungen nachgehen, seine Studien betreiben und im Kreise seiner Familie Entspannung finden, Natur und Schönheit der Landschaft genießen. Das ehemalige Zimmer des Nachtdieners entstand als Rekonstruktion anhand überlieferter Inventare der kleinen Stube. Zur Ausstattung des schlichten Raumes gehörten eine Nachtklingel, ein Waschgeschirr und ein Ofen. Die Diener wurden von der Herrschaft über ein Klingelsystem gerufen. Im Schlossinventar von 1891 werden 25 Dienerstuben sowie 34 Wirtschaftsbereiche genannt. Küchen, Pferdeställe, Lagerräume und ein Waschhaus. Demgegenüber standen 54 herrschaftliche Wohn-, Schlaf- und Gästezimmer. Diener besaßen die Stellung von Beamten und unterlagen einer strengen Ordnung. Zu ihnen gehörten Silberkammerschreiber, Wundärzte und Hofsekretäre. Den jeweiligen Rang konnte man an der Kleidung ablesen. Kammerdiener zählten zu den ranghöchsten Bediensteten. Der Kammerdiener Julius Wachs wirkte im privaten Umfeld König Johanns. Das Schlafzimmer der hohen Herrschaften diente König Johann und seiner Gemahlin Königin Amalia Augusta als gemeinsamer Schlafraum. Die beiden führten eine harmonische Ehe und feierten 1872 ihre goldene Hochzeit. Die Wände des Raumes waren mit grüner Tapete tapeziert, die sich aufgrund von Pigmentveränderungen in einen blauen Ton wandelte. Der Schlafraum besaß eine gewöhnliche Ausstattung, doch wurde er wie die anderen Zimmer häufig ummöbliert. Im angrenzenden, mit einer Schiebetür verschließbaren Betstübchen befanden sich außer einem Bücherbrett ein Betpult und ein Kruzifix. Johann berichtete über die Hochzeit mit der Prinzessin Amalia Augusta von Bayern. Um 7 Uhr fand die Trauung in der Privatkapelle des Königs statt, und zwar lateinisch und ohne alle Traurede. Hierauf folgte das Hochzeitsbankett und dann die für eine junge Dame sehr interessante Zeremonie der Heimführung. Sämtliche verheiratete Prinzessinnen mit ihren Oberhofmeisterinnen begleiteten die Braut nach Hause, wohnten ihrer Toilette bei und hielten ein Gebet, worauf sie zu Bett gebracht wurde. Jetzt musste die Oberhofmeisterin der Braut mich benachrichtigen, dass ich kommen könne. In Begleitung sämtlicher verheirateter Prinzen kam ich nun in das Schlafzimmer und musste mich nun in Gegenwart dieser sämtlichen Prinzen, Prinzessinnen und Damen ins Bett legen. Als die Familien und Umgebungen verschwunden waren, stand ich noch einmal auf, um die eigentliche Nachttoilette zu machen. Das Übrige verschweige ich. Amalia wurde nach 4-jähriger Ehe schwanger. Im Januar 1827 kam ein gesundes Kind zur Welt, allerdings ein Mädchen. Schon 15 Monate später kam der lang ersehnte Thronfolger Albert und mit ihm die berühmten 101 Kanonenschüsse zur Feier des Tages. In den folgenden Jahren kommen 7 weitere Kinder zur Welt, darunter noch 2 Jungen.
Das Wasserklosett im Toilettenkabinett war vom Ankleidezimmer als Wandschrank getarnt und wurde vom Dienerkorridor aus entsorgt. Das Appartement galt wegen seiner herrlichen Aussicht ins Tal als schönster Wohnraum im gesamten Schloss. Das Arbeitszimmer gehörte mit dem Ankleidezimmer und dem Schlafraum für die Kammerzofe zu einem kleinen privaten Wohnbereich der Königin Amalia. Das Arbeits- und Wohnzimmer der Königin Amalia Augusta von Sachsen schmückt eine Papiertapete mit einem zarten Blütenmotiv. Ein weißer Kachelofen beheizte diesen und den benachbarten Raum. Das Zimmer diente Amalia Augusta als Rückzugsraum für kleine Empfänge und intime Gespräche. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzte ihn der letzte sächsische König Friedrich August III. Als Wohnzimmer, wenn er als Gast seines Bruders Prinz Johann Georg im Schloss Wesenstein weilte. Sofa, Armlehnstühle besaßen ehemals einen Bezugsstoff, der das gleiche Dekor aufwies wie die Tapete. Der biedermeierlichen Wohnkultur entsprechend standen außerdem ein Schreibtisch, ein Lesepult, kleine Regale, verschiedene Tische und ein Ofenschirm im Zimmer. Einzigartig ist der von der Wiener Firma Lobmeier hergestellte Glasblumenleuchter. Am Ende des parkseitigen Flügels des Unterschlosses befindet sich die ehemalige katholische Hauskapelle der Wettiner. Prinz Johann ließ sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts im ehemaligen Waschhaus einrichten. Die Kapelle diente ihm und seiner Familie für private Andachten. Seit August dem Starken bekannte sich das sächsische Herrscherhaus zum katholischen Glauben. Der kleine Raum erhielt einen gemalten Sternenhimmel sowie eine Wandfassung mit Elementen der Neoromanik und der Neorenaissance, ganz im Sinne des Historismus, bei dem aus vergangenen Stilepochen freizügig gewählt wurde. Zur Ausstattung gehörten ein hölzerner Altar mit Tabernakel, 3 breite Betbänke und ein mittelalterliches Altarbild. Die ehemals im Altar eingelassenen Reliquien sandte Papst Gregor XVI. Zur Weihe der Kapelle. Der später zum Standesamt, Lager und zur Werkstatt umfunktionierte Raum verlor mit der Zeit durch neue Farbanstriche seine ursprüngliche Gestalt. Erst 2001 wurde er anlässlich des 200. Geburtstages König Johanns rekonstruiert. Die Existenz zweier Kapellen mit unterschiedlichen Konfessionen im Schloss Wesenstein stellt eine Besonderheit dar. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt wieder Spannendes über das Schloss Wesenstein erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!